und herzlich willkommen zum zweiten Teil von der Videoserie über Schlangenmesser. Heute geht es um die Schneid. Ich will was Besonderes machen und schmiede deshalb ein Damastpaket, das in der Mitte einen CN100 Stahl als Schneid hat. Wenn du sehen willst, wie ich das alles in Handarbeit mache, dann bleib dran, weil ich dir das in den nächsten paar Minuten erkläre und dann zeige. Das Bild zeigt die Schneid aus der Mast in der Messer und die 5 großen Arbeitsschritte, wie es ich mache. Als erstes bereite ich den Stahl vor. Ich schneide von Flachstangen grob 7 x 2 cm Stickel runter. Die schleife ich dann an und sortiere es nach Stahlart. Für das Damastpaket nehme ich dann immer abwechselnd einen hellen und einen dunklen Stahl. Mit dem Schweißgerät hefte ich das dann und schweiße nur einen Griff zu. Ich habe 18 Stickel Stahl genommen. Der 1520 ist hell, der 2842 ist schwarz und der 2235 ist in Damast grau. Wenn es vorbereitet ist, wird es im Feuer verschweißt und dann in die Länge geschmiedet. Wenn es etwa 15 bis 20 cm lang ist, teile ich das Paket in der Mitte und drehe es fast ganz an. Nicht ganz anschlagen, es muss noch halten, damit es falten kann. Jetzt faltet das Stickel wieder und verschweiße es im Feuer. Damit verdoppelt sich die Anzahl der Lagen. Das heißt, es sind jetzt 36. Wenn es wieder in der richtigen Länge ist, schneide ich das angekühlte Stickel ganz durch. Jeder Teil wird auf einer Seite angeschliffen. Die angeschliffenen Seiten schauen zusammen und in der Mitte kommt der Schneidstahl rein. Jetzt wird das Ganze wieder im Feuer verschweißt und ausgeschmiedet, und zwar so lang, bis es zum Messerrücken mit der Schlange passt. Im letzten Bild habe ich einen Ausschnitt gemacht, der da zeigt, wie das Messer dann ausschaut, so wenn es fertig ist. Oben die Schlangen und unten der Damast mit der Schneid aus CR100. Im nächsten Video siehst du dann, ob das so hingehauen hat. So, genug um dumm geredet, gehen wir's an. Da sind die 18 Platten schon fertig und werden zusammengeschweißt. Ich habe immer abwechselnd einen hellen und einen dunklen Stahl genommen. Ich habe die Stahlstücke alle schon auf Vorrat hergerichtet und deswegen zeige ich das jetzt nicht extra her. Jetzt schweiße ich noch einen Griff dazu an, damit ich leichter arbeiten kann. Die Essen ist heiß und das Packerl fertig fürs Feuer. Wenn der Stahl heiß genug ist, kommt Borax auf. Der schmilzt gleich und verhindert so, dass Luft zum Stahl zurückkommt. Damit bildet sich kein Zunder und die Stickel lassen sich leichter miteinander verschweißen. Am Anpass war noch ein Borax, das ist geschmolzen und hat dann gekracht, deswegen hat mich so gerissen. Mit einem schweren Hammer schlage ich leicht auf den heißen Stahl und schließe wieder alle Spalten. Ich putze das Paket wieder an und gebe dann ein neues Borax auf. Anschließend kommt es wieder ein in die Essen. Gerade am Anfang ist es wichtig, dass nur gearbeitet wird, solange das Eisen gescheit gliert. Wie beim ersten Video auch schon, wiederhole ich den Vorgang ein paar Mal. Mir gefällt es, wenn in der Zeitlupe schön zum Sehen ist, wie das Borax und der Dreck spritzt, wenn er mit dem Hammer draufschlägt. Das mache ich ein paar Mal, so lang, bis ich mir sicher bin, dass die Stücke gescheit miteinander verbunden sind. Jetzt ist schon zum Sehen, dass das Packerl viel kompakter ist als am Anfang. Eigentlich müsste es schon halten. Ich gebe aber trotzdem immer wieder Borax auf, weil ich lieber auf der sicheren Seite bin. Und das war schade, wenn ich das Packerl wegschmeißen muss, nur weil es faul war. Wenn ich glaube es passt, dann stelle ich das Packerl schräg und schlage auf. Das ist eine große Belastung durch Scherkräfte. Wenn der Damast das aushält, dann passt's. Das schaut gut aus und ich mache gleich weiter. Jetzt ist Zeit zum weiter in die Längen schmieden vom Stahl.
Zwischendurch kontrolliere ich, ob alles passt. Ich mag nicht umsonst arbeiten. Im Zeitraffer wird das heiße Metall schnell länger. Langsam wird es immer länger. Ich schaue, dass es so zwischen 15 und 20 cm lang schmied, bevor es dann in der Mitte fällt. Jetzt überprüfe ich, ob der Stickel schon lang genug ist und markiere gleich die Mitten mit einer Kerben. Für mich ist es leichter zum Arbeiten, weil die Seite, die jetzt oben ist, im nächsten Arbeitsschritt unten sein wird. Durch die Kerben kann ich das dann leichter ausrichten. So, da siehst du jetzt, wie ich die Kerben zum Abteilen suche. Wenn ich sie gefunden habe, dann schlage ich mit dem Hammer auf, bis das Paket ungefähr 3/4 durch ist. Anschließend reinige ich wieder die Oberflächen, auf die ich mit dem Hammer geschlagen habe. Und natürlich kommt wieder Borax auf. Nachdem ich es wieder heiß gemacht habe, putze ich es noch einmal an, tue ein Borax auf und fort's. Bevor ich es ganz zumache, tue ich noch einmal Borax auf, weil das ja den Dreck löst und verhindert, dass Sauerstoff zum Stahl kommt. Damit hat sich die Anzahl der Lagen verdoppelt. Mit 18 habe ich angefangen und jetzt sind es 36. Da siehst du jetzt so richtig schön, wie das Borax und näglicher Dreck ausspritzt. Das schaut schön aus, ist aber auch blöd, weil das viel länger heiß bleibt als der Zunder und gescheite Löcher in die Haut brennen kann. Und auch da wiederhole ich den Vorgang mit Saubermachen, Borax und Schmieden immer wieder. Das Packerl ist gescheit verschweißt und ich fange wieder an, den Stahl in die Längen zu schmieden. Das muss jetzt wieder ungefähr 15 bis 20 cm lang werden. Da halte ich jetzt zwei Stickel von einem CR100 zu. Ich werde das längere Stickel nehmen und das wird mein Schneidloch in der Mitte werden. Das Damastpaket muss noch ein bisschen länger und schmaler werden, damit es gut zur Schneidloch passt. Ich misst es immer wieder an und dazu halte ich die Stickel Stahl zu. Wenn es passt, dann tue ich das wieder in meinen Mix aus Aschen und Sand, damit das Stickel langsam auskühlt und wach bleibt. Ich habe es schon in der Mitte auseinandergeschnitten und jetzt falle die Kanten ein bisschen an. Da siehst du jetzt links und rechts den Damast und in der Mitte die Schneidloch aus CR100. Ich hefte es wieder zusammen und mache es fertig zum Feuerverschweißen. Das Damastpaket hat 36 Lagen. Eins links und eins rechts und in der Mitte die Schneid. Das macht 73 Lagen insgesamt. So, und wieder ein ins Feuer damit. Und die ganzen Schritte vom Feuerschweißen fangen wieder von vorn an. Das kennst du jetzt eh schon. Borax, heiß machen, schmieden, putzen, Borax und so weiter. Da ändert sich nichts zum letzten Mal. Wenn die Verbindung dann hält, geht es wieder darum, das Stickel länger zum Schmieden. Das Stickel wird jetzt geschneit und deshalb muss es so lang werden, dass es gut zu Schlangen vom ersten Teil passt. Es muss aber nicht nur lang genug sein, sondern auch dick genug, sonst kann ich die Schneid nicht mit der Schlange zu einem Messer verschweißen. Und
Und wie immer beim Arbeiten mit der Hand geht es halt langsam. Da ändert auch der Zeitraffer nichts dran, aber schön langsam komme ich wieder hin. So, noch einmal die Schlange nehmen und schauen, ob schon passt. Na, noch nicht ganz. So, da probiere ich noch einmal, ob die Stickel schon passen. Aber es passt noch nicht. Da probiere, ob ich die zwei Stickel genau aufeinander anpassen kann. Das geht aber nicht gescheit, also nicht nachmachen. Und zum Schluss kommt die Schneide wieder in den Kiefer, damit es langsam auskühlt. So, die Schneide mit 73 Lagen ist fertig. Im nächsten Teil schmiede ich die Schlangen und die Schneide zusammen und mache ein Messer draus. Dankeschön fürs Anschauen von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch so gefallen wie mir und wir sehen uns wieder. Pfiat euch, bis bald!